Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herabsetzende Kritik, das sogenannte Bashing, das gab es ja schon immer. Nur war dessen Reichweite niemals zuvor so groß, wie sie es heute ist. Früher hatten wir die Zeitung, die Fernsehnachrichten, eventuell den Nachbarn und die Stammtische. Das war's. Heute haben Sie TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube und vieles mehr. Rufmord, üble Nachrede, Verleumdung, Hetze, die finden heute weit schneller ein Riesenpublikum, als es früher der Fall war. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja? Wenn Medien damit beginnen, Hunderassen zu töten. In diesem Video möchte ich mich ganz speziell auf eine Hunderasse konzentrieren. Stellvertretend für alle Hunderassen, welche so gerne von den Medien ins Visier genommen werden. Und zwar für den American Staffordshire Terrier. Weshalb gerade auf den American Staffordshire Terrier? Nun schauen Sie, in den letzten 10 Monaten fanden in Österreich 2 schwerwiegende Vorfälle mit Vertretern dieser Hunderasse statt. Ich möchte hier nachträglich mein allertiefstes Beileid nochmal aussprechen an alle Angehörigen der toten Joggerin da im Jahr 2023. Schreckliche Geschichte, die mich erschaudern ließ. Ich war erschüttert, als ich das gelesen habe. So etwas darf nicht geschehen. Niemals. Auch der letzte Vorfall vor einigen Tagen in der Steiermark war schlimm, wo eine joggende Person von einem American Staffordshire Terrier, der scheinbar den Zaun eines Grundstücks übersprungen hat und dann zur Attacke überging. Und da wurde, glaube ich, ein Finger abgetrennt, soweit ich informiert bin. Auch der Vorfall war schrecklich und darf natürlich nicht geschehen. Doch die österreichische Politik hat zum Thema schon reagiert. Das hat geknallt, das ist recht schnell gegangen. Ja. Es wird in Zukunft im österreichischen Bundesland Steiermark die Schutzarbeit für private Personen mit Hunden verboten. Diesen Beschluss fordern eine gewisse österreichische Partei schon länger und die bejubeln jetzt diese Entscheidung natürlich frenetisch. Hunde werden bei der Schutzarbeit mannscharf gemacht, lautet die Begründung dieser Partei. Liebe Zuseher, ich hatte 20 Jahre lang intensiv mit dem Hundesport zu tun. Davon war ich etwa 10 Jahre lang in der Funktion des Figuranten, des Schutzhelfers. Ich hatte schon einige tausend Hunde auf meinem Arm, glauben Sie mir das. In diesen 20 Jahren intensiven Hundesport lernte ich nicht einen Hund kennen, nicht einen einzigen Hund kennen, der durch den Sportschutz am Platz mannscharf geworden wäre. Wissen Sie, auf welche Leute sich die Politik bei diesen Entscheidungen beruft? Ja, das sind Leute, welche ihr Wissen zum Thema Kynologie aus Online-Kursen und dem Zuhören von vor Tafel stehender Vortragender haben. Die wenigsten davon erlebten den Sportschutz am Platz schon live und geschweige denn haben mit Flocke daran teilgenommen. Ja, und genau diese Leute sind es dann, welche die Schutzarbeit für vogelfrei erklären. Während Leute, die Jahrzehnte mit Hunden zum Thema trainiert haben, übergangen und ausgeblendet werden. Die könnten ja gewichtige Argumente haben, welche derartigen Vertröstungsbeschlüssen eine Sinnlosigkeit andichten. Ja, genauso läuft das, liebe Zuseher, nicht anders. Genauso läuft das. Und das macht mich zornig. Ist so, ja. Was hat das jetzt alles mit Ihrem Hund zu tun? Denn das hat was mit Ihrem Hund zu tun und nicht zu wenig. Und ganz speziell dann, wenn Ihr Hund einer dieser Hunde ist, die so gerne von den Medien ins Visier genommen werden. Und was hat es damit zu tun, dass Medien Hunde töten? Ich möchte Ihnen das jetzt gleich erklären. Die Medien überschlagen sich ja in letzter Zeit, ganz speziell jetzt in den letzten paar Tagen, mit Artikeln über den American Staffordshire Terrier. Da wird schnell mal, und das überrascht uns alle nicht, vom Kampfhund geschrieben. Der typische und der berühmte Begriff, der auch gleich mal einem Rotte oder einem Dobermann entgegengeschleudert wird. Ja, habe ich alles schon gelesen, habe ich alles schon gehört. Dobermann, Rotte, Kampfhund. Selbst wenn man das Ganze in Richtung Bullterrier-Rassen oder Tosainus schreibt, welche ja Vertreter von Kampfhunderassen darstellen. Ein Kampfhund, liebe Zuseher, ganz einfach, ist ein Hund, der von Ihnen für den Kampf gegen andere Tiere oder gegen andere Hunde erzogen, trainiert wird und da dann auch eingesetzt wird. Völlig rasseunabhängig.
Sie können 1000-mal einen American Pit Bull Terrier besitzen, welcher ja einen Vertreter einer Kampfhunderasse darstellt. Wenn dieser Hund nicht für den Hundekampf oder für den Kampf gegen andere Tiere trainiert und eingesetzt wird, dann ist das kein Kampfhund. So einfach ist das. Ich gebe Ihnen kurz mal ein Beispiel. Ihre Urgroßeltern bis zu Ihren Eltern waren alles aktive Boxer. Sie entstammen einer Boxerfamilie. Sie allerdings selbst interessiert der Boxsport nicht. Sie nehmen am Boxen nicht teil. Niemals würde jemand zu Ihnen sagen, Sie sind ein Boxer. So einfach ist das und so ist das auch bei den Hunden. Schauen Sie, als Beispiel der deutsche Boxer, wenn wir schon beim Boxen sind. Die Geschichte dieser Hunderasse ist nicht so unterschiedlich zu jeniger der Bull Terrier. Und dennoch würde niemals irgendwer auf die Idee kommen, den gern gesehenen deutschen Boxer als Kampfhund zu bezeichnen. Ja, also. In einem der letzten Artikel, den ich vor einigen Tagen gelesen habe, zum Thema Vorfall in der Steiermark, passen Sie auf, bezeichnet ein Journalist einer großen Tageszeitung oder vergleicht dieser Journalist den American Staffordshire Terrier mit einer abgezogenen Handgranate. Er behauptet, dass laufende Wesen zum Beuteschema dieses Hundes zählen. Außerdem bezeichnet er Besitzer des American Staffordshire Terriers als empathielose Leute. Der beschreibt Besitzer des American Staffordshire Terrier als Leute, die folgendermaßen reagieren. Sinngemäß schreibt er, dass wenn eine joggende Person bei Ihnen vorbeilaufen möchte, wenn Sie im Besitz eines American Staffordshire Terriers sind, und zu Ihnen sagt, ich befürchte, dass mich Ihr Hund beißt, wenn ich vorbeijogge, dass Sie als American Staffordshire Terrier Besitzer sagen, na dann joggen Sie nicht. So beschreibt er Besitzer des American Staffordshire Terriers. Außerdem sagt er, dass der American Staffordshire Terrier in der einschlägigen Szene als Amstaff bekannt ist. In der einschlägigen Szene, was meint er wohl damit, der Herr Journalist? Ja? Der Ihnen gleichzeitig auch erklärt, welchen Charakter Sie als American Staffordshire Terrier Besitzer haben. Nun, ich kenne allein hier in Neudörfel 3 American Staffordshire Terrier Besitzer. Alle diese Leute bezeichnen ihren Hund, wenn sie gefragt werden, was das für ein Hund ist, als einen Amstaff. Ob diese Familien irgendeiner einschlägigen Szene angehören, wage ich zu bezweifeln, aber der Herr Journalist meint, dass der American Staffordshire Terrier in der einschlägigen Szene als Amstaff bezeichnet wird. Ja. Außerdem sagt er, der American Staffordshire Terrier hieß früher American Pit Bull Terrier. Auweh, Herr Journalist, ganz schlampig recherchiert. Der American Staffordshire Terrier hieß niemals seit seiner Existenz American Pit Bull Terrier. Der American Pit Bull Terrier und der American Staffordshire Terrier, die zwei völlig unabhängig voneinander herumlaufende Rassen darstellen, waren früher mal ein und dasselbe Hund. Ein Hundetyp, der Bull Terrier. Die hießen früher mal, als sie noch nicht American Pit Bull Terrier hießen und American Staffordshire Terrier hießen, Yankee Terrier, American Bull Terrier. Und wie vorher schon von mir erwähnt, Bull Terrier. Im frühen 20. Jahrhundert begann der UKC damit, seinen Typ des Bull Terriers American Pit Bull Terrier zu nennen und der American Kennel Club begann damit, seinen Typ des Bull Terriers American Staffordshire Terrier zu nennen. Niemals hieß der American Staffordshire Terrier American Pit Bull Terrier. Das ist also eine Falschinformation, ein Unsinn, ein Unfug, schlampig recherchiert. Aber in diese Richtung geht es weiter. Hunde werden verleumdet, es wird gehetzt gegen gewisse Rassen, es wird teilweise Rufmord veranstaltet, es werden Besitzer gewisser Hunderassen in einen Topf geworfen und als empathielos bezeichnet und. Ich weiß, liebe Zuseher, ich weiß und es ist mir bewusst, dass da draußen Staffs, Amstaffs der einschlägigen Szene, Pits, Bullies, Rottis, Dobermänner, Molosser in den falschen Händen sind. Das weiß ich. Nicht einmal dachte ich mir, wenn ich auf solche Leute getroffen bin, auweh. In Wiener Neustadt habe ich vor nicht allzu langer Zeit eine Person getroffen, welche klar erkennbar schwerst unter Drogeneinfluss gestanden hat, fast nicht mehr gehen konnte und diese Person führte an der Leine einen kapitalen Bull Terrier, wunderschön, ein Kraftpaket. Dieser Hund führte diese Person, welche nicht mehr stehen konnte, behutsam mit Gefühl durch die Menschenmenge und scheinbar brachte er ihn nach Hause. Natürlich dachte ich mir, was wäre wenn? Also
dieser Besitzer wäre niemals in der Lage, im Fall der Fälle einschreiten zu können. Ja, also klar, solchen Menschen gehört kein Hund. Rechtfertigt das den Rufmord an einer Rasse, so wie oftmals veranstaltet wird von den Medien? Natürlich nicht, denn ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, es gibt weit mehr Bits, Amstaffs, Staffys, Bullies, Rottis, Dobermänner, Molosser, Herdenschutzhunde und so weiter, welche so gerne ins Visier genommen werden, die in den richtigen Händen sind, als die Hunde, die in den falschen Händen sind. Es gibt weit mehr von diesen Hunden. Und deswegen ist hier Rufmord alles andere als angebracht. Ja? Ich hätte hier nur noch kurz eine Message an Journalisten, die in diese Richtung schreiben möchten oder geschrieben haben und in dieselbe Kerbe schlagen wollen wie dieser Journalist, von welchem ich Ihnen gerade erzählt habe, dessen Artikel übrigens Hunderttausende Österreicher gelesen haben. Was glauben Sie, wie viele Menschen da dabei sind, die keine Ahnung von Hunden haben und dem hier jedes Wort glauben? Und genau um das geht's, liebe Zuseher. Um das geht's, wenn ich sage, das hat auch mit Ihrem Hund zu tun. Ja? Also eine kurze Nachricht an die Journalisten, die vielleicht ähnliche Artikel verfassen möchten. In Zukunft, wenn es um diese bösen Kampfhunde geht. Liebe Journalisten, hätte ich als Kunstharzkocher an den Reaktoren derartig sorglos und schlampig gearbeitet, wie Sie zu Themen recherchieren und damit gutes Geld verdienen, dann wäre uns die Firma um die Ohren geflogen und der halbe Bezirk gleich mit. Das möchte ich nur gesagt haben. Ja. Außerdem möchte ich sagen, liebe Zuseher und ganz speziell liebe Besitzer aller dieser Hunde, die so gern da ins Visier genommen werden als Kampfhunde, als unberechenbare Kampfmaschinen, als abgezogene Handgranaten bezeichnet werden. Seien Sie sich meiner bescheidenen Solidarität bewusst. Ich bin da auf Ihrer Seite. Wir wissen, wie der Hase läuft. Ja? Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.